Das neue Jahr hat begonnen und meine Vorsätze habe ich jetzt schon über Bord geworfen. Denn warum ins Gym gehen, wenn es neue Animes zu glotzen gibt? Was im Gegensatz zu Durchhaltekraft nicht enttäuscht, sind diese 25 meist erwarteten Anime-Serien für 2025. Auf Platz 25 erwartet uns mit Sander, dem neuen Werk von Beastar-Schöpferin Paru Itagaki, eine originelle und actiongeladene Neuinterpretation von Santa Claus. Der rotzipflige Opa wird die ein oder andere Schelle verteilen. Mit der zweiten Staffel von Windbreaker können Fans sich erneut auf brachiale und pure In-die-Fresse-Action freuen. Die Gegner werden größer, verrückter und noch gefährlicher. Der Isekai Reincarnated as a Sword mit der äußerst merkwürdigen Prämisse eines lebenden Schwertes entpuppte sich als unerwarteter Fanliebling und geht daher ebenfalls in die nächste Runde. Ebenfalls ein Überraschungshit war der Harry Potter trifft Magic-Klon Vistoria Sword and Wand, der mit seinen Effekten zu überzeugen wusste und erneut das brillante Team dahinter vereinen konnte. In Please Put Some On Takamine-san kann diese sexy Waifu die Zeit zurückdrehen, indem sie sich ihre Unterwäsche entbehrt. Zu erwarten ist viel nackte Haut und durchaus auch eine unzensierte Variante. Lange ist es her, aber auch Call of the Night geht endlich weiter und er führt uns in die kalte Nacht einer melancholischen Stadt, welches hoffentlich erneut einen Opening-Song vom Erfolgsduo Creepy Nuts spendiert bekommt. Endlich erwartet uns mit The Summer Hikaru Died mal wieder ein Horrorspektakel, das gekonnt zwischen Körper und psychologischen Grusel hin und her wechselt, sodass die Nerven angespannt bleiben. Wenngleich ich diese Serie abgebrochen habe, gibt es genügend Fans da draußen, die sich auf die nächste Staffel von Rising of the Shield Hero freuen. Ich hoffe, sie kehrt zu Stärken der ersten Staffel zurück. Der The Imminence in Shadows Lost Echoes Film verspricht wie die Serie ein abgedrehter Spaß zu werden, der hoffentlich nicht nur weiteres Vergnügen mit dem Harem bietet, sondern vor allem auch ikonische Szenen wie My Hero Academia geht in die finale Staffel. Grund genug, dass auch das heiß erwartete Spin-off Vigilantes endlich an den Start geht. Wie der Name es bereits andeutet, geht es um eine Gruppe Schurken und deren Sicht auf die Geschehnisse der Hauptserie. Die herzerwärmende Geschichte um die beliebte Marin Kitagawa geht ebenfalls weiter. Und wenngleich es noch dauern wird, bis wir die Manga-Höhepunkte erreichen, dürfen sich Fans auf mehr zuckersüße Momente freuen. Von Kultregisseur Shinichiro Watanabe, dem Schöpfer von Cowboy Bebop, erwartet uns ein neues Anime-Only-Werk, welches von Studio Mappa animiert wird. Bei den Namen hinter dem Projekt kann uns nur ein Must-Watch-Highlight erwarten. Der unglaublich fantastisch gezeichnete Manga Witch Hat Atelier erhält ebenfalls endlich seine lang ersehnte Anime-Adaption, die als unmöglich umzusetzen galt. Der Trailer dazu sieht bereits vielversprechend aus. Der geistige Nachfolger von Soul Eater ist bereits jetzt schon einer der gehyptesten Neuerscheinungen für dieses Jahr und sobald die ersten Folgen kommen, wird dieser spätestens bei den Fans durch die Decke gehen. Viele Leute hassen Rent a Girlfriend, insbesondere den absolut nicht voranschreitenden Manga, doch Fans und vor allem ich selbst kann einfach nicht genug davon bekommen. Nach langer Wartezeit geht es weiter und vielleicht wird etwas vom Speck abgeschnitten, um eine kompaktere Geschichte zu bieten. Der Timeskip-Anime Tokyo Revengers rund um die Schülergang nähert sich seinem Finale, doch bis dahin geht es noch so manches Schicksal vor dem unausweichlichen Ende zu bewahren, sodass die liebgewonnene Gruppe ihr verdientes Happy End erreichen kann. Die Feuerwehrmänner und Frauen werden erneut zum Einsatz gerufen in Fire Force. Zu erwarten ist nicht nur ein Fegefeuer der Emotionen und explosive Action, sondern ebenso brandheiße edgy Momente. Etliche Jahre ist es her, seit der stark kritisierten zweiten Staffel von One Punch Man aus dem Hause JC Staff, sodass die Hoffnung an die glorreichen Zeiten der ersten Staffel zurückzukehren groß sind. Der inszenierte Art wird der bisher imposanteste sein. Auch der unerwartete Überraschungshit rund um die ulkige Abenteurergruppe aus Feinschmeckern wird uns in diesem Jahr mit 9 Folgen bescheren. Fans dürfen sich nicht nur auf das heiß erwartete Ende freuen, sondern auch auf weitere skurrile Spezialitäten, die der Dungeon zu bieten hat. Auch wenn der Manga von früherem Beyond Journey's End derzeitig pausiert, geht zumindest die spektakuläre Anime-Adaption bald weiter, in der Studio Madhouse erneut seine Muskeln spielen lassen wird, um uns mit spektakulären Bildern den Atem zu rauben. Bevor wir zu den Top 5 kommen, einmal eine kurze Auflistung von angekündigten Nachfolgern, die vermutlich nicht mehr dieses Jahr veröffentlicht werden und da in der Auflistung fehlen. Am sehnsüchtigsten erwarten Anime-Fans wohl die neuen Staffeln von Mushoku Tensei, Oshinoko, trotz verpassten Manga-Ende, der für einige Kontroversen sorgte, sowie der unbestreitbare Platzhirsch Jujutsu Kaisen, dessen kürzerer Zwischenarc uns vermutlich als Kinofilm spendiert wird.
In die Top 5 hat es die wohl gehypteste Manhwa-Adaption seit Solo Leveling geschafft, dessen Handlung auf dem Papier auf den ersten Blick gar nicht so hervorsticht. Der Protagonist war einst der mächtigste König und wird nach einem Giftattentat wiedergeboren in eine andere Welt, um mit seinem Wissen der stärkste Kämpfer zu werden. Wie in Mushoku Tensei erleben wir also erneut die Kinderära des Protagonisten, nur mit der Ausnahme, dass dieser Held kein kleiner Perversling ist, sondern ein Gigashed. Insgesamt ist die Geschichte im Vergleich zu Mushoku Tensei deutlich erwachsener und düsterer angehaucht. Auch wenn das Konzept wenig originell ist, so ist die Handlung phänomenal und herzzerreißend umgesetzt, sodass uns mit The Beginning After the End ein wirkliches Spektakel erwarten wird. Hades Paradise schafft es berechtigt auf Platz 4 und gehört mit Chainsaw Man und Jujutsu Kaisen zu dem berüchtigten Dark Trio, das einen Wandel in der kunterbunten und kinderfreundlichen Shonen-Welt einläutete. Die Reise von Gabimaru und seiner Versteckerin Sagiri auf der Suche nach dem Elixier des ewigen Lebens bleibt weiterhin düster und der Kampf ums Überleben gegen die unbezwingbaren Jünger Lord Tenzins wird so manches Opfer kosten. Zu erwarten ist, dass das zweite Drittel animiert wird, womit das große Finale uns vorerst zwar ausbleiben wird, doch auch der mittlere Teil war es zu überzeugen. Erneut wird das Spektakel von Studio Mappa animiert. Chainsaw Man war der gehypteste Anime jemals und der Andrang zum kommenden Kinofilm ist jetzt schon hoch. Dennoch blieb die Adaption nicht ganz kontroverslos. Viele Japanern hat der westlich angehauchte Stil der Animation nicht zugesagt, weshalb für den Film so mancher Name hinter den Kulissen ausgetauscht wurde. Auch wenn der Zeichenstil anders ist, büßt Chainsaw Man keinesfalls etwas an seiner Qualität ein. Der brachiale Trailer gibt jetzt schon eine verheißungsvolle Kostprobe von dem, was uns erwarten wird. Geht der Reese-Arc in der Geschichte unter den Fans als der beste. Perversling Denji erringt sich somit zurecht als Platz 3 eine Position auf dem Siegertreppchen. Der wohl beste Anime des letzten Jahres kriegt nicht nur eine zweite Staffel spendiert, sondern das überraschenderweise auch zeitnah. Nach dem abrupten Ende der ersten Staffel mitten im Beginn des Arcs geht schon im Juli diesen Jahres das Ganze weiter. Nachdem der Hauptcast der Charaktere etabliert wurde, geht's weiter mit dem ersten längeren Arc, der erneut ein Potpourri an Genres bieten wird. Neben brachialer Action und unterhaltsamer Komödie wird's auch weiterhin romantisch zwischen unseren beiden liebgewonnenen Turteltäubchen. Wenngleich dann die Herzen der Fans sowie die Rankings auf Netflix und Crunchyroll erstürmte, musste sie in diesem Ranking leider nur mit dem zweiten Platz genügen, denn auf dem Thron herrscht der König der Anime. Der am meisten erwartete Anime dieses Jahres ist zweifellos der erste der 3 Demon Slayer Filme, der vermutlich wieder jegliche Rekorde an der Kinokasse brechen wird. Nähern wir uns doch dem großen Finale der Serie. Bisweilen ist es unklar, wie der Kinofilm genau umgesetzt wird, ob es mal wieder die erste Folge einer ganzen Staffel sein wird oder waschechte 90 Minuten lange Kino-Action, die ausschließlich mit neuen Inhalten glänzt. Es bleibt ebenso spannend, wie die Handlung genau inszeniert wird, ob die Kämpfe der letzten 3 oberen Monde gleichzeitig vorgestellt werden oder sich jeder Film ausschließlich auf eine der Kämpfe fokussiert. Wie auch immer sich die Macher entschieden haben, steht eines fest. Es wird spektakulär werden und die Wartezeit dahin bleibt unerträglich. Wie das Ranking zeigt, erwarten uns dieses Jahr so manche Banger. Doch was jetzt bereits Neues kommt in der Wintersaison, erfährst du wie immer in meiner Vorschau dazu. Also unbedingt mal reinschauen. Mach die Glocke weg, um keines der Highlights zu verpassen und in diesem Sinne, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video.